Boom, wir sind wieder zurück im Game, ja. Also, wir haben reflektiert. Ich hatte im letzten Video erwähnt, dass die Woche wirklich miserabel angelaufen ist, aufgrund auch vieler Rachetrades, die ich hatte, ja. Ich habe ein bisschen die Strategie angepasst, also im Grunde genommen ist es am Ende die gleiche Strategie, aber ich habe mich damit beschäftigt, ja. Warum sind die Trades nicht aufgegangen? Was hätte man vielleicht besser machen können? Weil manchmal läuft der Markt halt eben ein bisschen anders und man muss sich auch ein bisschen anpassen. Ja, man kann dann nicht auf den gleichen, Pferd weiterreiten, ja, wenn das, Pferd anfängt zu schwächeln, ja, und rückwärts läuft, ja, dann muss man umsteigen, ja, auf ein neues Pferd. Das habe ich auch gemacht. Du siehst hier, ich habe jetzt momentan alle Trades geschlossen. Es fehlt im Grunde genommen noch 2.600 bis zum, Phase 2 und dann wäre ich dann auch bei Alpha Capital mit 100.000 gefundet. Du siehst hier, die Woche war wirklich schlecht. Ja, wir sind am 16. angefangen mit 1.200 minus, haben das aber recht schnell wieder aufgeholt am Freitag. Da haben wir 2.000 gemacht und dann ging die Miserie los, ja. Verluste über Verluste, viele Rachetrades auch gewesen, ja. Wir haben hier 1.900 Verlust gemacht, dann haben wir 900 Verlust. Hier war es noch okay mit 7 ja, und dann 2.000 und heute haben wir im Grunde genommen alles wieder aufgeholt, plus noch mal 'n bisschen Plus gemacht. Heute war ein guter Tag. Wir haben 6.234 hier gemacht auf dem Account. Also, im Grunde genommen fehlt jetzt hier noch, ja, 2.600. Ich denke, das macht dann, Sinn, hier einfach einen neuen Trade anzusetzen. Du siehst das auch, selbst wenn die Winrate so schlecht ist, ja. Also, ich habe ja eine Winrate von 39% hier, ja, 39%. Risk Reward 2,08. Also, es ist nicht immer entscheidend, ja. Ich musste ein bisschen das Risk Reward ein bisschen hochfahren. Dafür musste ich ein bisschen die Trades präziser nehmen und dazu zeige ich dir kurz ein Video, ja. Ich hatte hier einen Trade gehabt beim Euro-USD, der SL gegangen ist. Im Grunde genommen war das für mich so ein bisschen 'n Vorzeigebeispiel, ja. Wir haben den Trade hier aus diesem Key Level genommen, hier unten. Ja, der Trade lief auch an sich nicht schlecht, ja. Der Trade hat ja hier 'n schöne, ich mache es mal ein bisschen größer, einen schönen Bounce nach oben gemacht, kam dann hier eben halt an diese Widerstandszone und ist halt eben gebounced nach unten und hat mich hier SL gated, ja. Das ist eigentlich 'n bisschen schade gewesen bei dem Trade, weil wenn man sich diese Zonen hier genauer anguckt, also auf kleineren Timeframes hier, diese Zone hier, da hätte man auch im Grunde genommen 'n knapperen SL nehmen können als so 'n riesen SL und wäre hier am Ende auch profitabel gewesen, ja, bei diesem Trade, weil der Trade macht im Grunde genommen hier am Key Level eine Trendumkehr. Das siehst du hier, ja, Preis geht hoch. Ich mache die Linie gleich 'n bisschen dicker und macht dir einen Trend-Reversal, ja. Der Preis macht hier einen Trend-Reversal. Du siehst hier, dass dieses Hoch hier höher ist als das, ja, und bestätigt damit, dass der Trend hier bullish gehen kann. So, jetzt habe ich natürlich hier eine Riesenzone abgesichert bis hier unten, was ja nicht unbedingt, zwingend notwendig ist, wenn der Preis mir hier eigentlich ein Trend-Reversal gibt, ja. Wäre ich jetzt hier reingegangen mit einer Long-Position alleine aus diesem Breakout hier und hätte hier unten abgesichert, hätte dieser Trade ja immer noch 'n riesen Reward eingebracht, ja? Also 1:3 locker, 1:4 sogar. Und deswegen habe ich 'n bisschen reflektiert und habe heute das Trading 'n bisschen angepasst. Und wir hatten heute 2 Key-Level hier gehabt, einmal beim NZD Schweizer Franken. Das war einmal dieser Trade. Als ich heute Nacht zu den Charts gekommen bin, habe ich gesehen, dass der Trade hier aus der Imbalance heraus, also, du siehst hier zwischen diesen beiden, siehst du hier im Grunde genommen das Key Level, also diese Imbalance, die du hier links hast, ja? Und zwar hier, von hier nach da, ja. Also, ich müsste das vielleicht mal auf 'n 3-Stunden-Chart sieht man das vielleicht ein bisschen besser oder 2 Stunden. Ja, hier siehst du das ein bisschen besser. Du hast hier eine riesen Imbalance, ja, von hier nach da oben.
Ja, was meine ich damit? Die Kerze ist hier im Grunde genommen, von hier aus weiter bullish gegangen und diese Kerze hat im Grunde genommen hier die Zone nicht rausgenommen. Somit ist hier ein Gap entstanden, was der Preis eben gerne füllt. Jetzt ist der Preis an diese Zone rangekommen, hat jetzt diesen Gap zwar nicht ganz gefüllt, aber hat mir hier auf kleinerer Timeframe einen schönen Trend Reversal gezeigt, ja, und zwar hier. Du siehst hier, dass wir, bärisch waren, ja? Wir sind hier runter und wieder hoch und wieder runter und dann sind wir hier nach oben durchgebrochen, ja? Also, im Grunde genommen aus dieser Zone hier raus, ja? Und jetzt ist es so, wenn wir natürlich ein bisschen weiter runtergehen, dann wirst du auch hier feststellen, dass wir sogar ein bisschen 'n Ticken, früher diesen Schoch gemacht haben, ja? Man nennt diesen Schoch auch Trendwechsel. Das heißt, der Preis war hier im Grunde genommen bärisch. Du siehst hier bärisch, dann macht er hier 'n neues High, ja? Hier war tatsächlich 'n Fakeout, ja? Zum Glück bin ich nicht da zu den Charts gekommen, sondern hier unten, nachdem er diesen großen Swipe runter gemacht hat. Und du siehst, hier ist im Grunde genommen der Trend Reversal, ja. An der Stelle ist dieses Hoch ist höher als das, was 'n Trendwechsel hindeutet. Und hier habe ich dann dementsprechend meinen Trade positioniert an der Stelle. Wie gesagt, ich bin auf 'n High Reward gegangen, einfach aus dem Grunde, weil ich auch einiges hier, ja, du hast, wenn du solche Trades halt setzt, die 'n bisschen präziser sind, dann kannst du hier auf 'n schönes Reward gehen, ne? Und wir haben hier ja, mittlerweile fast 'n 1:2, 1:8,5, ja? Also, das war einmal der Trade. Dann haben wir den GBP Cut. Ja, auch da haben wir 'n schönen Key Level gehabt beim GBP Cut. Zeige ich dir auch eben kurz. Das war GBP Cut. Wo ist GBP Cut? Ja, ich gebe das mal oben ein. GBP Cut. Ja, 'n richtig schöner Trade. Der ist auch super gelaufen. Auch das gleiche Spiel. Ich mache das mal 'n bisschen größer auf 'n 4-Stunden-Chart, beziehungsweise hier siehst du das, ja. Das ist im Grunde genommen das gleiche Spiel. Der Preis kommt hier an einem Key Level, ja. Key Level, warum Key Level? Ich glaube, auf 'm 1-Stunden-Chart ist das gewesen, oder? Ne, schon auf 'm 4-Stunden-Chart. Ja, du siehst hier, der Preis hat hier im Grunde genommen eine schöne Demand aufgebaut, ja? Also, hier siehst du das, der Preis hat sich hier recht lange aufgehalten und aus der Demand heraus hier eine Imbalance hinterlassen. Ja, der Preis nach oben explodiert und hat hier 'ne Imbalance wieder hinterlassen. Ja, ich habe das gesehen, als der Preis dann hier unten in der Zone hier angekommen ist und hat mir eben das gleiche Spiel gezeigt. Und zwar hier haben wir 'n schönen Trend-Reversal und zwar hier an der Stelle, der Preis ist bärisch, ja. Preis ist bärisch und hier macht er hier ein neues Hoch, ja, und zwar hier. Und dann kann man natürlich schön aus dieser Zone hier long gehen, okay? Und, das war im Grunde genommen die Trades. Also, was ist wichtig? Was habe ich adaptiert? Ich habe geguckt, okay, dass ich nicht nur auf großer Timeframe, sage ich mal, ein Setup habe, sondern dass ich eine Bestätigung habe auf kleiner Timeframe, dass der Preis auch auf kleiner Timeframe in die Richtung läuft, um dann hier eben den Lauf so ein bisschen mitzunehmen, ja. So, ich habe jetzt, alle Trades geschlossen bei der Challenge, habe die Trades auch im Punit genommen, aber in der Challenge war mir erstmal wichtig, dass ich das wieder aufhole, weil das ist jetzt Phase 2. Es fehlen im Grunde genommen noch 2.400 und dann ist das 2.600 und dann ist die Kiste halt durch. Ja, aber es ist wirklich Wahnsinn, ja, mit einer Winrate von 39% diese Challenge hier, und nach so einer Bad Week, ja. Also, man muss sich ein bisschen anpassen an der Stelle. Ich hoffe, dass du, eine profitable Woche hast und in dem Sinne, bis dahin alles Gute, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.